Herzlich willkommen, lieber Stier, zu einem weiteren Liebesvideo für dich. Das Geheimnis, du und dein Herzmensch. Was ist das Geheimnis zwischen euch? Eigenschaften, Lernaufgaben. Wie äußert es sich? Und selbstverständlich die aktuelle Situation, was passiert als nächstes und die langfristige Zukunft, wenn das Geheimnis gelüftet wird. So. Sehr interessant. Doch die tue ich wieder rein. Schauen wir uns die Gegenüberstellung an zwischen dir und deinem Herzmenschen. Zuerst werde ich dich auslegen und dich anschauen, lieber Stier. Der Stier. Worum geht es? Es geht um Verletzlichkeit und Stärke. Mehr Verletzlichkeit zeigen, anstatt immer cool zu tun. Der Stier. Ja, definitiv geht es um das authentisch Sein, sich authentisch zeigen, lieber Stier, Verletzlichkeit zeigen, aussprechen, was in dir vorgeht und eben nicht so oft cool zu tun, als würde dir das alles nichts ausmachen, dich rar zu machen. Und sicherlich auch somit zu manipulieren. Offene Kommunikation, auszusprechen, was wirklich in dir vorgeht. Sicherheit zu geben, dem anderen Sicherheit geben. Sie sagen wieder, dem anderen Sicherheit geben. Doch es wirft sich die Frage selbstverständlich auf, wie willst du dem anderen Sicherheit geben, wenn du in dir selbst nicht sicher bist? Denn wärst du in dir selbst sicher, würdest du dich authentisch, offen und ehrlich zeigen. Masken werden getragen, Masken, die schon zur eigenen Identität geworden sind, lieber Stier. Noch eine Karte für dich. Ja, lass los. Es geht um die Wahrheit, deine eigene innere Wahrheit. Kapitulieren vor dem, wie du denkst, dass du sein musst, vor dem, wie du denkst, wie alles zu sein hat. Tief in dir drin, lieber Stier, weißt du doch, was Sache ist. Warum versuchst du, Dinge zu erreichen, die nicht deiner eigenen Wahrheit entsprechen? Es ist so, ich bekomme bei manchen rein, man reagiert so oder so auf eine ganz bestimmte Art und Weise, um ja, etwas zu erreichen, beziehungsweise weil man das so tut. Doch es geht darum, all diese falschen Überzeugungen und Glaubenssätze loszulassen, diese Annahmen loszulassen.
und aufzugeben, zu kapitulieren vor der Liebe. Schauen wir uns deinen Herzmenschen an. Das Geheimnis, dein Herzmensch. Das innere Gleichgewicht finden. Vielleicht bist du mit einem Menschen zusammen, der sehr starke Gemütsschwankungen hat. Von überglücklich zu Tode betrübt, jähzornigen Ausbrüchen, Eifersuchtsdramen, alles, was dazugehört. Doch, ja, dein Herzmensch muss versuchen, mutig dir gegenüberzustehen. Ja, jetzt wirst du baff sein, doch es ist so, loszulassen, sich selbst in den Flow zu begeben, all das an zurückgehaltenen Emotionen fließen zu lassen und dadurch ins innere Gleichgewicht zu kommen. Dein Herzmensch hält sehr, sehr viel zurück, sehr, sehr viel und fühlt sich dadurch sehr oft verloren in sich, hilflos in Situationen, wenn du so bist. Dein Herzmensch, denke ich, lieber Stier, fühlt, dass da ganz etwas anderes dahinter ist. Und deswegen versucht dein Herzmensch Geduld zu haben. Doch nicht immer gelingt das. Oft hat dein Herzmensch totale Gemütseinbrüche, was nicht einfach ist für euer Miteinander. Wie äußert es sich bei dir? Wie äußert es sich bei dir? Liebesentzug, Schuldzuweisungen und Sturheit, nicht zu vergeben. Denk drüber nach. Es ist hier kein Video für Kritik oder Schuldzuweisungen, gar nicht. Im Gegenteil, es geht immer um Bewusstseinserweiterung. Immer um weiterzuhelfen, Ansatzpunkte herauszufiltern, wo man als nächstes an sich selbst arbeiten kann, um ein besseres Miteinander zu haben, lieber Stier. Es geht darum zu erkennen, dass du ganz eigenverantwortlich handelst, auch wenn du die Maske trägst und sie auslebst. Und das Resultierende hast du selbst zu verantworten. Wie wäre es, wenn die Masken fallen dürfen und du Verletzlichkeit zeigst? Offen bist für deinen Herzmenschen, offen bist für die Liebe. Eine nicht leichte Aufgabe, vor allem wenn man so stark schon so lange programmiert ist. Für die Wahrheit muss man bereit sein zu vergeben, lieber Stier, vor allem sich selbst und aber auch natürlich den anderen gegenüber, die dich verletzt haben und die dich dazu gebracht haben, nicht mehr offen zu sein, nicht mehr deine Verletztheit zu zeigen. Und dann geht es ums Loslassen. Die Liebe zu akzeptieren, dich dorthin gehend immer mehr zu committen, dass du sagst, ich bin in der Annahme, ich akzeptiere alles. So wie es ist, so wie es kommt. Schauen wir uns an, wie es sich äußert bei deinem Herzmenschen.
Es kann auch gut sein, dass du, wenn du merkst, dass dein Herzmensch in so einen Gemütsabgrund stürzt, dass du ihn dann wieder mit Liebe überschüttest. Du hast zwei Extreme in dir. Entweder Liebesentzug oder aufopfernde Liebe, die erdrückt. Wie äußert es sich bei deinem Herzmenschen? Die zwei wollen rauskommen. Ja, immer wieder der Rückzug, immer wieder loslassen, immer wieder Schluss machen, immer wieder in der Schweigephase, in der Versenkung zu verschwinden. So viele Zweifel. Es äußert sich damit, dass dein Herzmensch immer wieder an euch zweifelt, an sich zweifelt, an deiner Liebe zweifelt. Immer wieder von vorne anfangen möchte. Immer wieder abtaucht. Und das ist das, was gelernt werden muss. Zu integrieren, dass es ein Ende gibt und ein Anfang. So viele Zweifel. Alles immer wieder auf einen Punkt bringen. Alles immer wieder über Bord werfen. Das ewige Hin und Her. Doch kann dein Herzmensch nicht loslassen. Warum nicht? Weil ihr einen gemeinsamen Triggerpunkt habt. Eine Aufgabe. Schauen wir uns an, was dieser gemeinsame Triggerpunkt ist. Ja, Vorurteile. In der Annahme, dass ich interpretiere hinein. Jeder von uns, jeder einzelne Mensch hat seinen ganz eigenen, wunderbaren Weg. Und das gilt es zu erkennen. Dass jeder so ist, wie er ist. Den anderen anzunehmen, wie er ist. Und dass jeder seine ganz eigenen Herausforderungen hat. Ich habe ein gutes Gefühl bei euch. Schauen wir uns die Situation an. Und was passiert als nächstes? Die Situation und das daraus Resultierende. Stur auf den eigenen Vorstellungen beharrend. Doch versuchend, alles ins Gleichgewicht zu bringen. Ihr seid zu verschieden, verschiedener könntet ihr nicht sein. Deswegen seid ihr sehr voneinander angezogen. Verlustangst, alleine dazustehen, wenn der andere nicht mehr ist. Doch wertschätzend dem anderen gegenüber. Machtspielchen, wer behält die Oberhand? Und lieber Stier, wenn dann dein Herzmensch die Oberhand hat, kommt der Liebesentzug. Der Jäger und der Gejagte. Was passiert als nächstes? Die daraus resultierende Situation, bitte. Es geht um Kommunikation. Ich bekomme einen Reizhusten. Es geht darum, diese Eigenschaften, die so
possessiv und ja, eigentlich Gift sind für das Miteinander. Es gilt, diese umzuwandeln. Es geht darum, dass ihr beide in die Eigenverantwortlichkeit kommt und nicht den anderen für das eine oder andere verantwortlich macht. Ihr reagiert viel zu sehr auf den anderen. Ich habe hier ein Feuerzeichen und ein Wasserzeichen. Gut möglich auch ein anderes Erdzeichen. Es kommt eine Entscheidung auf euch zu. Für wen entscheidet ihr euch? Wenn ihr euch zwischen zwei Menschen entscheiden müsst. Beziehungsweise könnt ihr denn zum einen committen, wenn da noch wer anderes ist. Wir machen weiter im Extended. Ich sehe euch gleich dort. Der Link ist hier unten in der Infobox. Ciao!